Heute kommt es zum großen Vergleichstest zwischen Fanatec DD Pro und Logitechs neuem Pro Racing Direct Drive Wheel Bundle. Im Logitech Bundle ist ein Lenkrad enthalten, bei Fanatec wird für diesen Vergleich das McLaren Wheel herangezogen. Ich gebe in jedem Kapitel Einzelwertungen ab und am Schluss wird dann zusammengerechnet. Legt die Füße hoch und willkommen hier in meinem YouTube-Kanal. Zu Beginn wie gewohnt der Disclaimer. Das Logitech Pro Wheel wurde von einem Community-Mitglied an mich verliehen, da Logitech keine Testmuster für meinen Kanal bereitstellt. Vielen Dank, lieber Conny, dass du diesen Testvergleich ermöglicht hast. Beim Fanatec-Paket handelt es sich um ein Testmuster, welches ihr in meinem Testcenter unter die Lupe nehmen könnt. Alle Infos hinsichtlich Buchen und Besuchen gibt's oben rechts in der Infobox. Es gibt keinerlei Vorgaben, Auflagen oder Verpflichtungen hinsichtlich dieses Reviews und ich bin kein Teilnehmer eines Affiliate-Programms der Anbieter. Doch nun kann's losgehen. Kapitel Nummer 1: Preis und Bezug. Alle in diesem Video erwähnten Eigenschaften beziehen sich auf heute. Das ist Stand Oktober 2022. Die Fanatec Gran Turismo DD Pro Wheelbase 8 Nm kostet 599,95 und ist laut Fanatec Homepage seit einigen Tagen auf ausverkauft gesetzt. Ich habe Fanatec vor diesem Review kontaktiert, ob sich am Fanatec Portfolio in absehbarer Zeit etwas ändert, aber keine Antwort erhalten. Das in diesem Review herangezogene McLaren Wheel habt ihr mit deutlicher Mehrheit in meiner Umfrage abgestimmt und kommt somit zum Zug. Gleicher Durchmesser wie Logitech und ebenso analoge Pedals bei adäquatem Preis gaben den Ausschlag. Um in Sachen Quick Release gleich wie Logitech ebenso eine Metallausführung vergleichen zu können, wurde das McLaren Wheel mit dem Clubsport Quick Release Adapter ausgestattet. Gesamtpreis für Fanatec somit ca. 600 für die Wheelbase, 200 für das Lenkrad und 100 für den Quick Release, macht insgesamt 900 € für das Fanatec Bundle. Das Logitech Pro Racing Wheel ist ein Bundle aus Wheelbase und GT-Lenkrad, kostet 1999 €. Beim Kauf müsst ihr euch für den Stil PlayStation oder Xbox Kompatibilität bei Logitech entscheiden. Das Kapitel Preis geht mit 900 versus 1100 € mit 10:8 an Fanatec. Nächstes Kapitel Nummer 2, der Lieferumfang. Bei beiden Wheelbases enthalten sind ein Netzteil und alle nötigen Anschlusskabel. Ansonsten gibt es bei Fanatec austauschbare Buttoncaps beim Lenkrad beigepackt, um das Wheel an die eigenen Präferenzen bzw. an den Stil anpassen zu können. Bei Logitech liegt eine Tischklemme im Lieferumfang mit bei, die bei Fanatec nur optional erworben werden kann. Beim Lieferumfang nehmen sich beide Anbieter nicht viel, das bedeutet in diesem Kapitel wegen der beigepackten Tischklemme 10:9 für Logitech. Kapitel Nummer 3, die Kompatibilität. Bei Logitech müsst ihr vor dem Kauf wie erwähnt entscheiden, welche Konsolenplattform Xbox oder PlayStation kompatibel sein soll. Die PC-Kompatibilität ist bei beiden Logitech-Modellen vorhanden, wenn das Spiel entsprechenden Spielesupport bietet. Fanatec bietet mit der DD Pro Wheelbase PC-Kompatibilität uneingeschränkt ein. Xbox-Kompatibilität gibt's zusätzlich, wenn ein Xbox-zertifiziertes Lenkrad wie das heute getestete McLaren Wheel zum Einsatz kommt. Bitte beachtet meinen Fanatec-Kompatibilitätsguide von mir vor ein paar Monaten, da habe ich die genauesten Voraussetzungen erklärt. Der Link hängt oben rechts in der Infobox. PlayStation-Kompatibilität bringt die DD Pro Wheelbase an den Start. Dieses Kapitel geht somit an Fanatec und mit 3 Plattformen gibt's die vollen 10 Punkte. Logitech muss sich mit nur 2 von 3 möglichen Plattformen je Wheelbase begnügen und nimmt in diesem Kapitel nur 7 Punkte mit. Kapitel Nummer 4, Ausstattung der Wheelbases. Sehen wir uns diese Unterschiede am besten gleich live und direkt an. Vorderseitig betrachtet seht ihr außer dieses optischen Unterschiedes der unterschiedlichen Charakteristik keine großartigen Ausstattungsunterschiede. Ihr habt bei Fanatec hier rechtzeitig den Ein-Ausschalt-Button. Bei Logitech habt ihr diesen Button ebenso rechts, diesen roten Button, um die Wheelbase ein- und auszuschalten. Kurzer Druck einschalten, länger draufbleiben, ungefähr 2 Sekunden schaltet ihr die Wheelbases ab. Bei Fanatec hat dieser Knopf noch wesentliche Optionen für euch. Ihr schaltet über diesen Knopf durch einmaliges Drücken, schaltet ihr die Modi durch: PC-Modus, Xbox-Modus, PlayStation-Modus, Kompatibilitätsmodus. Das wird dann auch mit unterschiedlichen LEDs dann angezeigt. Guckt euch hierzu meine ausführlichen DD Pro Reviews an, da habe ich das genauestens erklärt. Welchen Unterschied könnt ihr vorderseitig noch erkennen? Wir haben einen
ziemlich unterschiedlich gestalteten Quick Release vorderseitig, über den wir dann in einem eigenen Kapitel sprechen werden. Fanatec bietet vorderseitig noch 4 Gewindelöcher, hier M6, um diverse Peripherie. Ihr könnt hier Dashboard-Halterungen oder Static Shifter Pedals montieren. Das bietet Logitech an dieser Stelle nicht. Wenn wir uns diese Dinger jetzt seitlich betrachtet angucken, ihr habt bei Fanatec dieses Kühlrippendesign, bei Logitech so eine glatte Ausführung ohne Ausstattungsmerkmale. Bei Fanatec gibt es hier so ein Ausstattungsmerkmal. Ihr könnt Fanatec über die beigepackten Nuttensteine, wenn ihr diese hier einbringt, seitlich, das heißt einmal hier in der oberen Schiene, das ist hier, und in der unteren Schiene, das ist auf dieser Seite, könnt ihr einen Side-Mount, das heißt eine seitliche Befestigung in eurem Rig bewerkstelligen. Das könnt ihr bei Logitech jetzt nicht rückseitig. Das schauen wir uns jetzt auch nochmal genau an. Da unterscheiden sich diese Wheelbases folgendermaßen. Ihr seht, bei Logitech habt ihr unterhalb dieses True Force Branding dieses Lüftungsgitter. Das heißt, im Inneren, über das kommen wir auch noch zum Sprechen, ist ein Lüfter verbaut. Und dann seht ihr hier unterseitig die Anschlüsse. Auf der linken Seite habt ihr einen kleinen USB-Anschluss für die Verbindung zu eurer Konsole oder zu dem PC. Und dann 1, 2, 3 handelsübliche USB 2.0 Anschlüsse und hier diese runde Buchse, die Stromversorgung. Bei Fanatec sieht dies etwas anders aus. Da habt ihr rückseitig diverse Anschlussmöglichkeiten. Sprich von links beginnend, ich halte euch das mal hier in die Cam, könnt ihr das besser sehen. Shifter 1, Shifter 2, Pedal und Handbrake. Und an der Unterseite habt ihr einen USB-C-Anschluss für die Verbindung an Konsole oder PC und hier diesen 4-poligen Molex-Anschluss für die Stromversorgung für euer Netzteil. Vorderseitig habe ich noch vergessen für euch zu erwähnen, habt ihr bei Logitech, das habt ihr bei den Ingame-Aufnahmen bereits gesehen, ein verbautes Display und entsprechende Drehzahl-LEDs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Drehzahl-LEDs. Einen kleinen Button, den habe ich euch auch noch unterschlagen, der befindet sich hier rechtsseitig und den benötigt ihr, um in dieses Menü, um dieses Einstellungsmenü, um diverse Parameter anpassen zu können, zu gelangen und wieder rauszugehen. Wie sieht es jetzt unterseitig aus? Da habt ihr bei Logitech hier so ein Dreilochbild. Da seht ihr hier vorderseitig M6 einmal, zweimal und dreimal. Da habt ihr so Dämpfungsbeilagscheiben aus Gummi, aus Kunststoff drauf, hier und hier, um eure Tischplatte, euer Rig zu schonen und hier so einen Anschlagwinkel, wenn ihr dies an der Tischkante positioniert. Wie sieht dies bei Fanatec aus? Da habt ihr unterseitig ebenso diese Nuttensteinlösung. Das heißt, ihr seht hier 3 eingebrachte Nuten. Diese haben den Abstand des üblichen Fanatec Lochbilds. Dieses Dreilochbild von Fanatec, das findet ihr auf den meisten Rigs, Playseats vor. Da könnt ihr dieses Ding montieren. Mein Tipp ist, befestigt diese Nuttensteine direkt an eurem Rig. Dann lasst die so durchgucken und wenn die so durchgucken, dann kommt ihr von oben, das heißt jetzt umgedreht gezeigt mit eurer Wheelbase ran, schiebt die nur mehr drauf und dann gleitet dies über diese Nuttensteine zur Befestigung. Das funktioniert sehr einwandfrei, sehr einfach. Ein weiteres Ausstattungsmerkmal der Base ist bei Fanatec, ihr könnt eine optionale Tischklemme erwerben. Die kostet um die, ich glaube, 30 €, um mit diesem Ding an den Schreibtisch zu gehen. Auch dazu gibt es ein eigenes Review in meinem Kanal und bei Logitech beigepackt. Da habt ihr bereits eine Tischklemme. Das sieht dann so aus, ihr habt hier unterseitig diese Freistellung. In diese Freistellung, da gleitet diese Führung hier hinein. Das ist einfach gelöst. Und unterseitig habt ihr so ein Drehrad bzw. so einen Drehhebel mit einem Gewinde und das dann hier über diesen Bolzen und über diese Auflage eure Tischfixierung herstellt. Bei Fanatec habt ihr frontseitig, wie erklärt, an der Wheelbase 4 Gewindebohrungen für beispielsweise Static Shifter Pedals angebracht. Logitech hat keine Bohrungen für weitere Peripherie vorgesehen. Auf der Rückseite könnt ihr bei Fanatec Shifter, Pedale und Handbremse mit proprietären Kabeln anschließen. Logitech bietet hingegen 3 Standard-USB-Buchsen. Peripherie dafür bietet Logitech Stand heute noch nicht. An der Unterseite befinden sich wie gezeigt bei Logitech 3 Gewindelöcher für die Montage am Rig. Fanatec hat dies über Nuttensteine gelöst und macht die DD Pro mit einer Montage von unten oder seitlich kompatibel. Logitech bietet frontseitig ein Display und zusätzliche LEDs für die Drehzahlanzeige an.
In diesem Kapitel geht Logitech mit 10:7 vom Platz. Kapitel Nummer 5, die Ausstattung der Lenkräder. Sehen wir uns auch diese Unterschiede am besten gleich live und direkt an. Weiter geht's mit den Ausstattungsmerkmalen und Eigenschaften der Lenkräder. Ihr habt für diesen Test bei Fanatec das Meclan GT3 Rail dazu gewählt. Das hat folgenden Grund und der ist in meinen Augen auch nachvollziehbar. Wir haben denselben Lenkraddurchmesser wie bei Logitech von 30 cm. Wir haben bei Fanatec Meclan ebenso analoge Pedals out of box am Start. Und somit sind die Eigenschaften auch bei einem preisgünstigen Lenkrad hier auf ähnlichem Niveau und ein fairer Vergleich in dem Gesamtpaket, der ist gegeben. Bedenkt bitte, ich habe dieses Fanatec Meclan Wheel mit Magnetikshifter von SRM verbaut. Für den Test zum Vergleich gelangen natürlich die originalen Magnetics, die Fanatec am Start hatte. Hierzu habe ich damals ein Review gemacht und diese fallen auch in die Wertung mit rein. Kommen wir jetzt zu den Ausstattungsmerkmalen dieser Lenkräder. Und zwar seht ihr hier einiges an Eingabemöglichkeiten. Fanatec bietet eine Menge von Knöpfen. Ihr seht das auf dieser Seite, habt ihr 1, 2, 3 Knöpfe gespiegelt entsprechend. Ihr habt 2 fest zu betätigende Knöpfe, die eingefasst sind. Ihr habt diese Rocker Switches. Ihr habt Drehschalter am Start, ihr habt ein Display, der Tuning-Menü-Button und der Button, um mit der Konsole, Playstation oder Xbox zu pairen und ein 7-Wege-Funky-Switch oben, unten, links, rechts. Drehen, links, rechts und drücken ist hier möglich. Das wäre die Vorderseite des sehr üppig gehaltenen Meclan GT3 Wheels. Bei Logitech, da seid ihr in Sachen Ausstattung, Bedienelemente vielleicht nicht ganz so gut aufgestellt, aber werdet sehr viele Eingabemöglichkeiten finden. Ihr könnt dies hier gut erkennen in der Cam. Und zwar habt ihr dieses übliche Konsolen-Controller-Schema hier mit Quadrat, Dreieck, X und Kreis. Und dann L2, R2-Button. Dann habt ihr hier so einen kleinen Joystick verbaut. Den könnt ihr nicht drehen und auch nicht drücken. Das heißt nur links, rechts, oben oder unten. Ihr habt zusätzliche 4 Buttons an der Unterseite. Dann hier in der Mitte den Pairing-Button für den Konsolenbetrieb der Playstation. Logitech bietet sonst keine Drehregler wie Fanatec hier, sondern hat hier noch einen Thumb-Encoder implementiert. Drehen links, rechts und auch Drücken des Thumb-Encoders hier ist möglich. Gleiches gilt auch für diesen Drehschalter, den ihr dann verwendet, um euch auch im Menü, in diesem Logitech-Menü, das ihr auf der Logitech Base angezeigt bekommt, durchzunavigieren. Mit Drehen runter rauf, in den Tastenzeilen rauf und runter und mit Drücken dann bestätigen. Drehen wir diese Dinger um. Auf der Rückseite seht ihr ebenso eine ähnliche Ausstattung. Ihr habt Shifter oben und unten, wie gesagt in diesem Fall umgebaut auf SRM. Beim Originalmodell, ich hänge euch die Szenenoverlay mit rein, habt ihr so eine durchgehende ähnliche Schaltwippe hier bei Meclan Wheel am Start. Aber habt auch Magnetik-Shiftern bei dieser V2-Version spendiert bekommen, die sich sehr ähnlich anfühlen, in meinen Augen, wie hier bei diesem Logitech-Lenkrad. Die haben etwas weniger Weg bei diesem originalen Meclan Wheel mit den V2-Schaltwippen als hier bei Logitech, aber von der Mechanik, vom Auslösefeedback, von der Charakteristik fühlen sich diese sehr, sehr ähnlich an. Das ist nicht ein sehr hochwertiges Magnetik-Schaltgefühl wie bei einem Advanced Pedal Module beispielsweise oder bei Moser Racing oder bei meinem Cube Controls CSX3 Wheel, aber für eine Einsteigerklasse der Magnetics wirklich ein gutes Gefühl. Kommen wir zurück zur Ausstattung. Ihr habt rechts und links entsprechend die Analog Pedals, die ihr dann entsprechend belegen könnt im Fanatec Tuning Menü bzw. im Treiber oder bei Logitech G-Hub im Treiber bzw. ebenso auch auf der Logitech Wheelbase. Das heißt, ihr könnt diese Dinger belegen, beispielsweise mit rechter Seite hier Gas geben, linke Seite Bremse, oder ihr könnt dies mit Achsen belegen, links gucken, rechts gucken. Ihr könnt, wenn ihr keine analoge Handbremse am Start habt, könnt ihr auch ein analoges Pedal hier mit einer Handbremse belegen. Was bringt euch dies für einen Vorteil? Das ist viel besser als ein Button. Wenn du einen Button mit einer Handbremse belegst, du drückst den Button als Handbremse, hast du entweder 0 oder 100% Handbremse voll angezogen. Dann musst du so dosieren über drücken, auslassen, das macht wenig Sinn. Mit einer analogen Achse kannst du eine Handbremse wunderbar dosieren,
so wie du dies eben bei einem Gas, bei einer Kupplung, bei einer Bremse auch machst und hier leicht die Handbremse anlegst, stärker oder auf maximal. Ein Ausstattungsmerkmal, das diese beiden Lenkräder unterscheiden: Du hast bei Fanatec bei den meisten Lenkrädern hier so ein Display verbaut. Das ist ein sehr kleines OLED-Display, hier beim McLaren Wheel. Das Display, das hat Logitech, wie bereits erwähnt, in die Wheelbase verlagert und hat anscheinend nicht vor, hier bei Lenkrädern ein Display an den Start zu bringen. Einen weiteren Ausstattungsunterschied, den gibt es bei den Lenkrädern in Sachen Grips. Ihr habt das Logitech-Lenkrad mit einem sehr feinen, sehr glatten Leder überzogen. Das fühlt sich ähnlich an, so wie Nappa. Und da habt ihr so einen Unterschied zwischen perforierten Lederflächen, hier links, hier rechts, und unterseitig in glatter Ausführung. Oberseitig ebenso glatte Ausführung. Ihr seht dann hier im Lenkradkranz, habt ihr einen Mittelstellungsring hier eingeschraubt. Das ist ein kleines Metallblech, das hier rumgewickelt wurde und verschraubt. Was ist bei McLaren? Ihr habt einen nicht durchgehenden Lenkradkranz, das ist klar. Ihr habt einen durchgehenden Lenkradkranz bei Logitech mit dieser unterseitigen Abflachung. Das nennt man D-Shape Design, weil wenn ihr dies von vorne betrachtet, dann habt ihr eben diese D-übliche Form. Bei McLaren habt ihr typisch GT3 keinen geschlossenen Lenkradkranz. Hier hier unterseitig natürlich. Das ist typisch GT3 und das war es jetzt mit den offensichtlichen Ausstattungsunterschieden dieser beiden Lenkradmodelle. Zusammengefasst bekommt ihr mit beiden Wheels sehr viele Eingabemöglichkeiten ans Wheel geliefert. Fanatec bietet ein kleines Display, auf welches Logitech am Lenkrad verzichtet und auf die Verwendung des in die Wheelbase integrierten Displays setzt. In Sachen Buttonbeleuchtung gibt es bei beiden keine Optionen. Zusammengezählt gibt es in diesem Kapitel eine ähnliche Ausstattung, mit dem Vorteil für Fanatec, dass das Lenkrad ein Display mitbringt. Somit 10:8 für Fanatec in dieser Kapitelwertung. Machen wir weiter mit Kapitel Nummer 6, das sind die technischen Details und die Power. Beide Wheelbases folgen der Bauweise des Direct Drive Wheel Antriebes, des Direktantriebs, abgekürzt DD. Einfach gesagt sitzt das Lenkrad direkt auf der Motorachse. Verglichen mit den Zahnradlösungen eines Logitech G29 oder Riemenlösungen wie auch bei Thrustmaster erfolgt der Antrieb somit bei DD direkt und präzise wie möglich. Das maximal bereitgestellte Drehmoment des Logitech Pro Wheels liegt bei 11 Newtonmeter Werksangabe, die in meinem Test auch zuverlässig und über längere Testeinsätze erreicht und gehalten wurden, ohne Fading. Fanatec DD Pro stellt ein maximales Drehmoment von 8 Newtonmeter bereit, welches in meinen Tests ebenso erreicht und teilweise bis knapp 8,5 Newtonmeter heranreichte. Die Kühlung wird bei Fanatec passiv, sprich ohne Lüfter umgesetzt. Logitech verbaut in der Rückseite einen Lüfter, der im Rennbetrieb unauffällig bleibt. Beim Vollbelastungstest wurden beide Wheelbases gerade einmal handwarm. 3 Newtonmeter mehr Power klingt nicht spektakulär, macht in diesem Kräftebereich aber einen sehr, sehr deutlichen Unterschied von knapp 40%. Auf der Rennstrecke fühlt sich die Logitech beim Einsatz des 30 cm großen Lenkrads um Welten kräftiger an wie Fanatec DD Pro mit dem gleich großen McLaren Wheel, wenn man das Drehmoment beider Wheelbases am Anschlag betreiben möchte. Das Kapitel Technik und Power entscheidet Logitech mit 10:6 relativ deutlich für sich. Kapitel Nummer 7, die Abmessungen. Auch dieses Kapitel sehen wir uns am besten wieder live und direkt an. Bei den Abmessungen gibt es große deutliche Unterschiede dieser Wheelbases. Beginnen wir mit dem Gewicht. Ich habe die Fanatec bei um die 5 Kilogramm, wenn ich das noch so richtig weiß, ja, gute 5 Kilogramm. Und bei Logitech, das ist nochmal ein anderer Brocken. Da habt ihr einen größeren, kräftigeren Motor verbaut und ihr seid hier bei guten 7 Kilogramm gelandet. Dann für euch auch ein sehr großer Unterschied, den ihr eventuell berücksichtigen müsst, wenn ihr diese Dinger am Rig montiert, in Sachen Platzbedarf mit deinem Monitor, wie nah du da so rankommst, sind natürlich die Außenabmessungen. Die gebe ich euch jetzt nochmal ungefähr durch. Ich habe bei Fanatec eine Bauhöhe von 155, bei Logitech hier bis ganz oben hoch seid ihr bei um die 200 mm. Das heißt, um die 50 mm baut hier Logitech mit diesem ausladenden Gehäuse höher. Ihr habt eine Breite, die bei Fanatec hier auch um die 155, das ist so ein würfelartiges Design, und bei Logitech hier oberseitig gemessen 190 bis auf 310 mm, das heißt 31 cm in der Breite reichend. In der Tiefe habt ihr ebenso große Unterschiede
Ich habe bei Fanatec ohne den Quick Release gemessen nur das Gehäuse 150 mm und bei Logitech, das müssen wir jetzt etwas hier in der Geraden messen, in der Tiefe seid ihr bei Logitech um die 270 mm entsprechend tiefer. Ihr könnt das auch hier jetzt im Vergleich sehen, wenn ich diese Dinge jetzt nochmal nebeneinander hier aufbaue, hinlege, da seht ihr eine deutlich größere Bautiefe, eine größere, deutlich größere Höhe, eine wesentlich ausladendere Bauform dieser beiden Mitbewerber. Ihr seht einen Unterschied beim Quick Release, der ist bei der Tiefe, bei der Bautiefe, wie weit dies aus dem Gehäuse herausragt. Bei Logitech bei lediglich 45 mm und hier ragt Fanatec um gute 90 mm aus dem Gehäuse heraus. Welche weiteren Abmessungen gibt es noch? Ihr habt einen Quick Release Durchmesser von 40 mm außen, 38 mm außen. Bei Fanatec über dieses ganze Design und technischen Unterschiede gehen wir, wie bereits erwähnt, in einem eigenen Kapitel, in einem sehr wichtigen Kapitel ein. Welche Abmessungen gibt es für euch noch? Sehr wichtig für euch ist der Winkel, mit dem die Motorachse, sprich Wheelaufnahme aus dem Gehäuse hinausgeht. Ihr habt bei Fanatec diesen klassischen 90 Grad Winkel, den ihr bei Direct Drive Wheelbases üblicherweise am Start habt. Das heißt 90 Grad zur Frontplatte hinausgehend die Motorachse. Bei Logitech seht ihr, ist der Motor im Gehäuse mit einem entsprechenden Winkel verbaut. Das heißt, wenn ihr diese Wheelbase jetzt hier am Tisch montiert, so wie in meinem Fall, ihr seht eine glatte, eine gerade Unterseite, ragt die Motorachse um diesen Anstellwinkel, das könnt ihr hier gut erkennen, aus dem Gehäuse heraus. Den messen wir jetzt noch mal kurz. Der dürfte bei, ich hoffe, ihr könnt das erkennen, ich messe das mal jetzt von meiner Seite, der liegt irgendwo, da müssen wir jetzt aufpassen, sonst mache ich euch eine Fehlmessung, weil ihr seht, hier unten habt ihr diese Gummizapfen, die müssen wir jetzt über die Tischkante hinausstehen lassen, um eine korrekte Messung zu machen. Und da sind wir jetzt bei um die, ja, ich würde sagen, sind das um die 20 Grad gelandet. Das heißt, 20 Grad Anstellwinkel aus der Motorachse hinaus bedeutet für euch, wenn ihr dieses Ding jetzt am Tisch betreibt, so wie in diesem Fall, ich rücke den Tisch jetzt noch etwas mehr in euer Sichtfeld, so, dann seid ihr gleich in der ergonomischen Fahrposition. Das heißt, wenn euer Lenkrad hier drauf gesteckt bekommt, du benötigst einen Anstellwinkel von mindestens 10, 15 Grad, ich bevorzuge in Richtung 20 Grad, dann seid ihr mit Logitech ready to go. Das heißt, ihr benötigt keinen Unterlegkeil, keine spezielle Tischklemme, die diesen Winkel mitbringt. Bei Fanatec sieht dies jetzt etwas anders aus. Ihr habt über die Fanatec Tischklemme so ein keilartiges Winkeldesign, die eben diesen Winkel dann über die Befestigung herstellt. Alternativ, wenn ihr dies anders befestigen wollt, müsst ihr euch um Keile am Tisch bemühen. Bei den handelsüblichen Rigs, Playseats, da habt ihr klarerweise über die Wheel-Deck-Platte die Möglichkeit, einen Anstellwinkel einzustellen. Das ist hier bei meinem Simlab X Pro, das ich vor kurzem reviewt habe, klarerweise der Fall. Bei diesem Simetic K2R, bei jedem handelsüblichen Wheelstand, wie bei meinem Next Level Wheelstand, kein Problem. Kommen wir zu den technischen Ausstattungsmerkmalen dieser Lenkräder bzw. der Unterschiede. Beginnen wir mit den Druckpunkten. Bei den Druckpunkten der Buttons, da habt ihr bei Fanatec ein etwas kräftigeres Auslösefeedback. Das heißt, das sind wir so bei um die 750 Gramm gelandet. Das könnt ihr hier gut sehen. Und bei Logitech, da habt ihr sehr leicht auslösende Buttons, die ihr auch von euren Controllern kennt. Da sind wir gar nicht so leicht rauszumessen hier. Da sind wir bei um die 250 Gramm, die eben sehr leicht auslösen. Ihr habt kaum einen Weg bei den Buttons. Diese rasten sofort ein bzw. geben das Auslösefeedback wieder. Dieser Weg ist bei den Fanatec Buttons etwas größer. Bei Fanatec habt ihr bei diesem Lenkrad diese Button Caps beigepackt. Die könnt ihr mit dem Finger, ich hoffe, ich kriege das jetzt hier gebacken, hier abziehen und habt dann darunter die Original Buttons. So sehen diese Button Caps aus. Das sind so
Ich hoffe, ich bekomme das fokussiert. Das sind so kleine Dinger, hier mit so einer Rasterung am Rand, mit so einer Profilierung, um diese dann hier entsprechend zu fixieren in dem Design, wie euch dies am besten gefällt. Dann habt ihr hier sehr kräftige Buttons von Fanatec. Das sind diese eingefassten Buttons, die mir ein Auslösfeedback von um die 3 Kilogramm, fast schon zu stark in meinen Augen. Kräftige Drehschalter mit etwas Spiel in der Mittellage, das könnt ihr hier gut erkennen. Diese Rocker-Switches, etwas schwammig, aber trotzdem gut bedienbar. Und hier dieser 7-Wege-Funky-Switch, der jetzt nicht dieses sehr gute Feedback wie bei den höherwertigen Fanatec-Lenkrädern aufweist, aber in meinen Augen auch noch okay. Sehen wir uns das Feedback bei den Logitech Thumb-Encodern bzw. bei den Drehschaltern an. Hier habt ihr hört dieses Klicken, ein leichtes Einrastklicken, so würde ich dies nennen. Das ist nicht sonderlich kräftig, sondern eher sehr leicht gehalten, sehr leicht spürbar. Ihr habt einen Druckpunkt, der wiederum ist relativ klar. Das ist ein Druckpunkt, da sind wir bei um die 750 Gramm. Und gleiches gilt dann für diesen Thumb-Encoder, den ihr ebenso drücken könnt, wiederum mit 750 Gramm. Und entsprechend links, rechts drehen mit einer sehr minimal wahrnehmbaren Rasterung, so würde ich dies jetzt nennen. Wie sieht es mit der Schaltmechanik aus? Ja, bei Logitech ein Schaltauslöse-Feedback, eine Power von, da sind wir bei einem Kilo in etwa, ja, bei einem Kilogramm. Schaltauslöse-Feedback, ich muss das dann noch bei dem McLaren GT3 Review von damals nachgucken. Ich glaube, da waren wir auch bei um ein Kilo bei dieser originalen Shifter-Ausstattung des GT3-Wheels. Da sind wir bei dem Klackern von um die 74 Dezibel. Es ist nicht lautlos, nicht extrem störend, findet sich irgendwo in der Mitte wieder, ist aber deutlich lauter als die zum Beispiel bei Fanatec gedämpften Shifter, die Magnetic-Shifter, die ihr beispielsweise bei einem Clubsport CSX 2.5 Lenkrad oder bei einem RS-Lenkrad am Start habt. Weitere Abmessungen, wie besprochen, vom Durchmesser. Ihr habt bei Logitech eben ein Lenkrad mit einem Lenkradkranzdurchmesser von 30 cm. Gleiches gilt hier für unser McLaren, weil das in meinen Augen etwas über 30 cm, 30,23 cm und Logitech bei knappen 30, 29,8 wahrscheinlich hier zum Liegen kommt. Wie sieht es mit den Griffflächen aus? Ihr habt bei Logitech, ihr seht dies hier, diese ergonomischen Einformungen, auch hier oberseitig für eure Finger. Das fühlt sich in meinen Augen sehr gut an. Und ihr habt eine Lenkradkranzdicke von 25 zu 35 mm, beziehungsweise hier im oberen Bereich ja, 25 zu 35. Das sind ungefähr die Abmessungen für eure Hände, für eure Finger. Und bei Fanatec ist das Ganze etwas schmaler hier gehalten. Hier sind wir bei 22, aber dafür hier etwas breiter, hier auf 37, 38 mm. Beides in meinen Augen ergonomisch gut in der Hand liegend. Wie sieht es aus mit der Lenkradtiefe bzw. Länge? Das sind wir bei Fanatec bei 130 mm, bei Logitech sind wir bei 135 mm, das heißt ähnliche Bautiefe der Lenkräder. Ihr seid oberseitig gemessen über das D-Shape-Design mit dem Logitech-Lenkrad bei 27,5, 27,8 cm, eine kleine angedeutete D-Shape-Abflachung hier in der Unterseite, und bei McLaren sind wir bei 14,5 bzw. um die 18 cm in der Höhe gelandet. Wichtig für uns noch bei einem GT-Lenkrad diese Ausnehmungen beim Fanatec Wheel, die sind entsprechend groß genug gehalten, damit eure Finger hier ausreichend Platz finden. Das könnt ihr hier sehen. Das heißt, Daumen, die ihr hier oberseitig einbringt ins Lenkrad. Ich drehe mich mal, um die Seiten richtig zu haben. Und unterseitig für den Ring und den kleinen Finger. Das bettet sich gut ins Lenkrad ein. Das funktioniert wunderbar. Die Shifter ebenso sehr gut erreichbar.
Abmessung schulde ich euch noch die Erreichbarkeit der Shifter. Die sind bei Fanatec in der Originalversion wunderbar gegeben, das funktioniert wunderbar. Und bei Logitech, da seht ihr hier die Erreichbarkeit mit meinen mittelgroßen Händen, mit den sehr breiten Schaltwippen ist ebenso wunderbar gegeben. Hier haben wir einen Abstand, ich schätze von 3-4 cm zum Lenkradkranz. Da haben wir jetzt um die 4 cm, und wenn ich das näher anbringe und hier die Schaltwippe betätige, haben wir einen Schaltweg von 6 mm beim Logitech Lenkrad. Ich kann mich erinnern, beim Fanatec GT3, auch das hänge ich euch Overlay wieder mit rein, waren wir bei einem kürzeren Schaltweg von Auslöse bis zum Endpunkt dieser Schaltmechanik. Unterm Strich gibt es einen klaren 10:5 Sieg für Fanatec, das nur halb so klein wie das sperrige Logitech-Paket daherkommt und somit wesentlich variabler in der Positionierung vor bzw. unter dem Monitor zu handhaben ist, ohne in deinem Sichtfeld zu stören. Kapitel Nummer 8 der Quick Release, abgekürzt QR. Sehen wir uns auch diese Unterschiede wieder live und direkt an. In Sachen Quick Release sehen beide Modelle, beide Anbieter sehr ähnlich aus. Ihr habt dieses Design, beginnen wir bei Fanatec mit einer Führungsnut hier oberseitig, die ihr dann entsprechend im Gegenstück des Quick Releases beim Lenkrad wiederfindet. Das seht ihr jetzt hier, das ist hier oberseitig gut zu erkennen. Die Funktionsweise sehr ähnlich, die Auswirkungen sehr unterschiedlich bei der Wheelbasis. Ihr habt jetzt diesen Quick Release, ihr zieht diesen Quick Release hier bei Fanatec, ihr seht, diese Kugeln, die versenken sich, und wenn ihr jetzt dieses Ding hier aufsetzt, über die Nut hier aufsteckt, in Position bringt, bei gezogenem Quick Release, ich zeige euch das jetzt nochmal hier direkt live an meinem Tisch hier, wenn ihr dies jetzt hier aufsetzt, das Lenkrad, den Quick Release entsprechend zieht, zu euch herzieht, nach unten setzt, dann habt ihr jetzt Lenkrad und Quick Release miteinander verbunden und die Sache ist erledigt. Das heißt, sehr einfach zu befestigen, sehr einfach wieder zu entfernen, gilt für beide Hersteller. Ihr habt durch diese Bauweise dieser einrastenden Kugeln über die Aufnahme hier bei Fanatec ein leicht vernehmbares Spiel, das sich dann auf der Rennstrecke etwas potenzieren, etwas verstärken kann. Und diese Effekte, die sehen und hören wir uns dann genauer beim Rennstreckentest an. Logitech hat ein Design gewählt, das jetzt auf den ersten Blick nicht unähnlich zu Fanatec wirkt, aber von der Funktionsweise wesentlich näher an den Modellen wie von Moser Racing, das ich für euch getestet habe, oder Camus heranrückt bzw. ein sehr ähnliches Design aufbietet. Das heißt, ihr habt hier diese Lösung ebenso über eine Nut. Über diese Nut, das könnt ihr hier in der Kamera gut sehen. Diese Nut seht ihr hier oberseitig, wird das Lenkrad zentriert. Logitech hat dies auch noch mit so einem kleinen Pfeil. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut auf die Cam bekomme. Seht ihr diesen kleinen dunklen Pfeil? Dieser kennzeichnet auch die richtige Position. Das heißt, bei Logitech heißt nichts anderes als, jetzt zu euch gedreht zur Kamera, Fanatec etwas zur Seite. Ihr setzt dieses Ding in Pfeilrichtung hier an und müsst lediglich das Lenkrad ohne Ziehen des Quick Releases hier aufsetzen und das Ding klackt ein. Das sieht dann von der anderen Seite folgendermaßen aus. Ich hoffe, auch das bekomme ich für euch halbwegs auf die Cam. Beim Abnehmen üblich ziehen, runternehmen und beim Aufsetzen hier nochmal gezeigt. Das heißt, Nut nach oben ausrichten, Lenkrad seitenrichtig halten, aufsetzen, vorsichtig zentrieren, hier über den Pfeil und dann lediglich mit leichtem Druck von oben, zack, rastet dies ein und der Quick Release schnappt ein. Da habt ihr eine etwas andere, eine etwas kräftigere Mechanik und die sieht dann folgendermaßen aus. Ihr habt hinter diesem Ring habt ihr entsprechend die Kugeln des Quick Releases verborgen. Wenn jetzt dieser Ring gegen eine Feder gedrückt wird, nach innen gedrückt wird, dann kommen diese Kugeln frei, schnappen aus und zentrieren sich fest hier in dem Quick Release bei Logitech. Sehr einfach gelungen bei Logitech und anders gemacht als bei Fanatec ist, das seht ihr nicht auf den ersten Blick, sondern erst auf den zweiten Blick, ein konisches Design
dieser Lenkradaufnahme. Konisches Design, was ist das? Ein konisches Design. Da habt ihr nicht eine durchgehend gleichbleibend große Bohrung von x Millimetern, sondern hier im Bereich der Vorderseite, da wo ihr das Lenkrad ansetzt. Da habt ihr jetzt bei Logitech, ich drehe mich mal, damit ich euch das Seiten richtig rausmessen kann. Wenn ich jetzt hier außen messe, bin ich bei guten 41,2 mm. Und nach innen wird dieses Design verjüngt, konisch nach innen gehend und ist dann bei 40,2. Das heißt, ihr habt einen Millimeter außen größer, nach innen kleiner werdenden Millimeter. Und genau dieses konische Design ist dann von Vorteil, wenn ihr eben so ein Lenkrad auf eine Wheelbase-Achse aufsetzen wollt oder müsst. Ihr habt jetzt im ersten Bereich, da wo das Lenkrad aufgesetzt wird, etwas mehr Spiel. Das ist dieser Millimeter. Hier seht ihr, ist das Lenkrad mit dem Spiel versehen. Das heißt, ihr könnt dieses Lenkrad sehr einfach, ohne dass sich dies verkeilt, über den Quick Release hier zentrieren. Und erst weiter hinten, nach hinten gehend, wenn sich dieser Durchmesser verjüngt, wenn dieser kleiner wird, eben konisch zusammenlaufend, dann habe ich eine sehr gute Passung, eine sehr gute Gleitpassung und über die Kugeln zusätzlich habt ihr eine sehr korrekte, eine sehr konkrete Anpassung bzw. Fixierung des Lenkrads auf der Achse. Ich gehe sehr ausführlich auf dieses Detail ein. Ihr spürt dies auf der Rennstrecke und für mich wichtig, ich möchte, dass ihr auch das Hintergrundwissen habt, warum dies der Fall ist und warum sich dies bei Fanatec anders anfühlt. Ihr habt bei Fanatec den durchgehend gleichen Zylinder bzw. über die Achse eine Aufnahme mit 38 mm und dies ist nicht verjüngt. Ihr seht vorne 38, ihr seht hinten 38. Das heißt, Fanatec muss mit diesem Design gewährleisten, dass sich so ein Lenkrad ohne großartig zu verkeilen auf der Wheelbase-Achse anstecken lässt, beziehungsweise am Quick Release. Wenn jetzt hier schon eine Gleitpassung am Start wäre, würdest du jedes Mal, wenn du das Lenkrad hier aufsetzt, bereits verkeilen. Du hättest keine Chance, das Lenkrad halbwegs ordentlich auf die Quick Release-Achse raufzubringen. Das würde nicht funktionieren. Das heißt, du hast vorderseitig schon ein Spiel, um dieses Verkeilen zu verhindern. Und dieses Spiel ist durch die zylindrisch ausgeformte Achse, Durchmesser bis hinten hin gleichbleibend, unverändert. Das heißt, auch wenn du jetzt dieses Ding aufsetzt und in die Endlage bringst, im hinteren Bereich der Achse, sprich auch hier, hast du den gleichen Durchmesser und dasselbe Spiel. Die Kugeln minimieren dies drückt das Lenkrad auf die Achse, aber diese saubere Gleitpassung, wie dies hier bei Logitech über diese verjüngte Konstruktion ausgeführt ist, die hast du bei Fanatec nicht und hier bleibt dir ein Spiel von ein paar Zehntel Millimetern und dies genügt, um den Unterschied in der Aufnahme des Quick Releases, den du dann auch auf der Rennstrecke spürst und hörst. In diesem Kapitel zieht Logitech deutlich an Fanatec vorbei. Absolute Spielfreiheit, die sich dann im Rennstreckentest bemerkbar macht und das Force-Feedback spiel- und geräuschfrei ans Lenkrad bringt. All das resultiert in einem klaren 10:6 Kapitelsieg für Logitech. Kapitel Nummer 9: Material und Haptik. Metall beim Fanatec-Gehäuse und stirnseitige Kunststoffabdeckungen. In Sachen Haptik fühlt sich alles sehr glatt und eben metallisch und wertig kühl an. In Sachen Gehäuse liefert Logitech einen großen Plastikbomber. Beim Lenkrad gibt es deutliche Unterschiede bei den Griffflächen zu bemerken. Logitech überzieht mit feinem Leder. Fanatec setzt auf zweckmäßig und haptisch eher durchschnittliche Rubber Grips. Die Buttonbetätigung ist bei beiden Standardkost mit leichten Vorteilen für Fanatec. Die Schaltmechanik hat bei Fanatec mit der zweiten Version des Meclan Wheels Magnetic Shifter spendiert bekommen und wurde damit deutlich zugänglicher als die damalige Druckpunkt-Wippe des V1-Modells. Für mich war aber auch dies eher unbefriedigend, darum habe ich das Wheel komplett auf SRM SimRacing Machines Magnetics umgebaut. Bitte gucke in meinem Kanal die Vergleichstests mit den originalen Fanatec Schaltwippen bzw. dem SRM-Umbau an, falls für dich von Interesse. Beim Lenkrad setzt Logitech auf eine Frontplatte aus Metall und diverse kleine Metallapplikationen. Zusammengefasst holt Fanatec mit dem edlen Metallgehäuse der Wheelbase die nötigen Extrapunkte und damit einen 10:8 Sieg in diesem Kapitel. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 10, das ist die Verarbeitung. Hier gibt es nicht viel zu berichten.
Die Verarbeitung ist bei beiden Herstellern auf einem guten Niveau. Saubere Kanten, kein Grat, sauber eloxiert und bedruckt. Abgesehen von manchen eingesetzten Materialien entsprechen beide Produkte einem sehr hohen Verarbeitungsstandard. Unterschiede in dieser Kapitelwertung Verarbeitung kann ich hier keine feststellen, 10 Punkte für beide Kandidaten. Kapitel Nummer 11, die Akustik. Bei Logitech dringen keine metallischen Geräusche von innen nach außen. Man vernimmt kein Klackern oder Krachen bzw. Schlagen aus dem Inneren der Wheelbase oder über den Quick Release. Damit ist die Logitech Wheelbase absolut schlafzimmertauglich, auch wenn man mit rauen Settings unterwegs ist. Ich persönlich fahre immer mit minimaler Dämpfung, um die Effekte sehr transparent durchzuspüren. Aber auch hiermit sind keine mechanischen Geräusche aus der Wheelbase vernehmbar. In diesem Kapitel muss man bei Fanatec Abstriche machen. Die Unterschiede der Bauweise haben wir im vorangegangenen Kapitel Quick Release besprochen. Und hier kommt dann der Nachteil einer nicht ganz spielfreien Verbindung zwischen Lenkrad und Motorachse zum Tragen. Mit dem Quick Release aus Kunststoff wird dieser Effekt bei Fanatec deutlich entschärft, aber auf der anderen Seite werden die transparenten Force-Feedback-Effekte im Plastik Quick Release deutlich gedämpft. Wenn wir hier aber von hochwertigen Direct Drive Wheel-Lösungen sprechen, muss die DD Pro federn lassen. Mit rauen Settings können Klackergeräusche entstehen, die im Wohnzimmer womöglich störend sind. In diesem Kapitel geht Logitech somit als 10:8 Kapitelsieger über die Ziellinie. Kapitel Nummer 12, die Optik, ein subjektives Kapitel. Modern, einfach und puristisch gilt für beide Produkte. Genauso wie beim letzten Testvergleich Fanatec DD Pro vs. Moser Racing R9. Beide Gehäuse sehen auf ihre Art stylisch aus und viel mehr gibt's dazu nicht zu berichten. Die ausladende Bauform der Logitech Base mit den dreieckigen Freistellungen macht das Gehäuse deutlich breiter, als es sein müsste. Ob dir das Display und LEDs an der Wheelbase oder das Display am Lenkrad bei Fanatec besser gefallen, auch das ist ein subjektiver Aspekt. Ich kann in einem möglichst objektiv versuchten Review nur beiden Anbietern je 10 Punkte für die Optik eintragen. Kapitel Nummer 13, die Montage. Bei der Logitech wie auch Fanatec DD Pro wird von unten mit dem Rig verschraubt. Fanatec bietet mit zusätzlicher Side-Mount-Option eine weitere Montageposition. Weiters kann die Längsposition über die Nutenstein-Lösungen um ein paar Zentimeter nach vorne, nach hinten angepasst werden. Das Lochbild von Logitech Pro auf den derzeitigen Rigs ist selten vorhanden. Ohne Bohren oder einer Kombilösung aus Klemme und 2 Schrauben ist eine perfekte Montage nicht gewährleistet. Sowohl mein X Pro Rig von SimLab und der Next Level Wheelstand bringen zwar die beiden hinteren Lochbilder passend zu Logitech mit, das vordere Loch passt aber nicht zu meinen erwähnten Rigs, die ich derzeit im Haus habe. Ich habe euch 2 Möglichkeiten gezeigt. Am Wheelstand verschraube ich mit den hinteren beiden Löchern und vorne setze ich dann die Tischklemme ein. Dies genügt für einen Wheelstand locker aus. Am SimLab Rig habe ich das vordere Loch in meinem Wheeldeck Bracket zu einem Langloch aufgebohrt und somit klassisch mit 3 Schrauben, wie sich dies für eine Direct Drive Wheelbase gehört, von unten verschraubt. Somit out of box mehr Möglichkeiten für Fanatec und ein 10:6 Kapitelsieg. Kapitel Nummer 14, die Software. Gucke unbedingt bei Bedarf meine Reviews zum Fanatec Tuning Menü und Fanalab an. Dort habe ich alle Möglichkeiten sehr ausführlich erklärt. In Sachen Software und Möglichkeiten habt ihr zu Fanatec in meinem Kanal diverse Reviews, wie bereits erwähnt. Klickt die Links zu Fanalab oder dem Fanatec Tuning Menü an, dann wisst ihr, was ihr mit Fanatec alles direkt übers Wheel, über den Treiber einstellen könnt. Hier mit dem neuen Logitech Pro Wheel, da gibt es klarerweise noch nichts in meinem Kanal, ist ein neues Ding und darum im Kapitel Software jetzt ein eigenes Thema, wo wir über die ganzen Einstellungsmöglichkeiten, über diese Parameter, was denn diese jetzt ändern auf der Strecke oder was nicht, durchgehen und besprechen, damit ihr jetzt im Bilde seid, was ihr denn alles anstellen könnt. Ihr könnt dies über die Logitech G-Hub Software am PC direkt machen oder eben jetzt am Lenkrad. Und das möchte ich euch hier zeigen. Ihr habt hier diesen Button, der ist bei Fanatec eben der Tuning-Menü-Button, bei Logitech keine Ahnung, wie dieses Ding heißt. Und ihr habt zu Beginn, ich bekomme das schwer auf die Cam, ich hänge euch dann ein paar Nahaufnahmen nochmal rein, Profile, die ihr dann anwenden könnt. Das heißt, ihr habt 1, 2, 3, 4, 5 Profile oder die Verwaltung über G-Hub am PC direkt. Gehen wir jetzt zu den für euch sehr wichtigen Dingen. Was bedeuten die einzelnen Parameter? Strength, der erste Parameter,
Wenn ihr da drauf drückt, könnt ihr das Force Feedback zwischen 0 bzw. 1,0 Newtonmeter, sehr leichtgängig, und eben hinaufsetzen auf maximal 11 Newtonmeter verwenden. Da habt ihr ein sehr deutlich klares, sehr spürbares, kräftiges Force-Feedback am Start. Das ist jetzt mal keine Überraschung. Alle Dinge, die ihr dann bestätigen wollt, dann hier draufdrücken und der Wert wird übernommen. Dann nächstes sehr wichtiges Feature, von vielen als Game Changer benannt. Das möchte ich mit euch jetzt besprechen und mir dafür Zeit nehmen. True Force Audio, dieses Feature, das Logitech exklusiv an den Start bringt. Ich klicke dies an und wenn ich jetzt hier hochregle, von 0 auf 5, das geht hoch bis zu 100, dann könnt ihr jetzt extrem hören zum Beispiel. Es ist ein sehr extremer Überlagerungseffekt des Force-Feedbacks. Das heißt, wenn du jetzt zwischen 0 und 100 den Wert, keine Ahnung, 5 setzt, dann spürst du schon dieses feine, sehr deutliche Vibrieren, das eine Motordrehzahl simulieren soll, das diverse Effekte im hohen Frequenzbereich an dein Lenkrad bringen soll. So, und jetzt für mich ist das ein Punkt, da bin ich sehr zwiegespalten. Ich kannte dies vom Logitech G923 schon, mich hat das eher gestört. Und mir geht es genauso jetzt auch mit dem Logitech Pro Wheel. Das ist ein Effekt, der für mich, wenn ich den beispielsweise jetzt auf 10 hochdrehe, ich spüre den deutlich. Hier habe ich ständig so eine feine Resonanz am Lenkradkranz. Aber diese Resonanz fühlt sich für mich sehr künstlich an. Ich bin in diversen Rennwegen in meinem relativ langen Leben bereits schon gesessen und das ist ein Effekt, den kenne ich aus Fahrzeugen nicht. Außer wenn ich jetzt mit einem Auto mit hoher Geschwindigkeit auf der Autobahn unterwegs bin und meine Reifen sind nicht ordentlich gewuchtet, dann kommt dieses feines, raue Kribbeln hier am Lenkrad, das du eigentlich nicht haben willst und diesen Geschwindigkeitsbereich schnell verlassen möchtest. Also ein Punkt, in dem ich sehr zwiegespalten bin, auch mit minimalen Einstellungen. Ich habe dies auf nur 5% hier mal runtergesetzt, spüre diese feinen Vibrationen durch, die sich für mich sehr elektronisch anfühlen. Für mich persönlich jetzt, das ist ein subjektiver Aspekt, ist dieses Feature kein Gamechanger, sondern ein Feature, das ich gerne abschalte und gar nicht verwende. Der Besitzer dieser Wheelbase, der Conny, der sagt, ihm gefällt dies, er nutzt dies gerne und er ist froh, dieses an Bord zu haben. Das heißt, hier gehen die Meinungen auseinander. Ich persönlich schalte dieses ab. Für mich fühlt sich das Force-Feedback ohne diesen künstlichen True Force Audio-Effekt wesentlich neutraler, wesentlich realistischer an, wie ich dies eben kenne. Und in meinen Augen benötigt Logitech dieses True Force Audio, diesen künstlichen Überlagerungseffekt in diesen hohen Frequenzen nicht. Denn das Force Feedback ist auch ohne dieses True Force Audio sehr gut, sehr transparent. Und darüber sprechen wir dann genau im Rennstreckentest. Aber für mich persönlich True Force Audio ein Feature nice to have, für manche, für den einen oder anderen eventuell ein Game Changer. Nur wenn es um natürliches, transparentes und gewohntes Force Feedback geht, und da vergleiche ich jetzt hoch bis zu Simucube, Fanatec Podium, all das, was ich bis jetzt getestet habe, ein Ding, das ich persönlich gerne ausgeschalten lasse und froh bin, dass man es ausschalten kann. Gehen wir weiter zum nächsten Parameter und da sind wir bei Force Feedback Filter. Da sage ich euch jetzt, was ich rausspüre. Ich drehe jetzt mal diesen Force Feedback Filter, gebe mir jetzt noch mal kurz Zeit. Ich gehe jetzt mit der Strength, mit der Power noch mal hoch auf um die 9 Newtonmeter, damit ich etwas noch mehr dann herausspüre von den Effekten. Und jetzt zum Force Feedback Filter. Was merke ich beim Force Feedback Filter? Ich kann diesen auf 1 setzen. Da spüre ich feine Effekte raus. Auch jetzt hier abseits der Rennstrecke im Gemüse. Und wenn ich mit diesem Force Feedback Filter jetzt hochgehe, der fühlt sich für mich an so wie eine Art Dämpfung oder Trägheit. Kann ich jetzt schwer beurteilen. Ich drehe den jetzt noch mal ganz runter. Da spüre ich feinere Effekte raus, wenn ich den jetzt rausnehme, diesen Filter. Und wenn ich den hochdrehe, das ist für mich so eine Art Dämpfung. Keine Ahnung, was dies jetzt genau bewirken soll. Wenn ich jetzt auf Automatik setze, dann spüre ich
denselben Effekt, wie wenn ich diesen jetzt auf 1 komplett rausnehme. Also diese Einstellung auf Automatik, die agiert offensichtlich mit der Einstellung Force Feedback Filter 1. Keine Ahnung, wenn euch das klingt, das wirkt dann etwas rau mit Force Feedback Filter 1, etwas rappelig vielleicht. Das heißt, so für mich so eine angenehme Einstellung vom Force Feedback Filter ist irgendwo bei, ich würde sagen, 3, 4 in diesem Bereich. Das fühlt sich für mich gut, angenehm und transparent, realistisch an. Übernehmen wir diesen Wert dann. Der Dampener, ein Wert, den ich jetzt mal komplett rausnehme. Das Lenkrad fühlt sich sehr leichtgängig, sehr agil an und wenn ich jetzt Dampener hochsetze auf Max, 100%, da seht ihr, ihr habt ein sehr träges Lenkrad, das nur mehr schwergängig zurück zur Mittelstellung geht. Da ist eben diese ganze Agilität rausgedämpft. So willst du das üblicherweise nicht. Das verhindert dir zwar dieses Oszillieren auf einer langen Geraden, weil das Ding sehr träge ist und nicht sehr leicht hin und her wackelt, aber das ist ein unrealistisches Fahrverhalten. Und selbst bei Temper 50% ist mir das noch aus der Mittelstellung hinaus und in diese zurück deutlich zu gedämpft. Also diesen Wert, ich nehme den jetzt nochmal ganz raus auf Off. Da wird dieses vielleicht etwas zu nervös, etwas zu ungedämpft. Auch das ist etwas zu künstlich in meinen Augen, aber ein bisschen einen Dämpfer drauf. Ich glaube, der ist default auf 10 gesetzt, auf 10%. Ja, da würde ich sagen, diese 10% Default sind ein guter Wert, der sich für mich jetzt auch gut anfühlt. So viel zum Thema Dämpfer. Lassen wir den mal auf 10 gelockt. Der Lenkwinkel, ein wichtiger Punkt, den sehr viele Spiele mittlerweile automatisch verwalten, so zumindest am PC. Den könnt ihr jetzt hochsetzen auf bis zu 1080. Für euch nur wichtig, wenn ihr die Lenkbewegung macht, 90 Grad Stellung, soll dies Ingame auch 90 Grad betragen. Wenn ich das jetzt mal hier künstlich hier runtersetze, dann seht ihr, Assetto Corsa Competizione juckt dies nicht, die bleiben bei dem passenden Lenkwinkel, den die automatisch übernehmen. In manchen Spielen hast du dann dieses Problem, beispielsweise du hast einen Lenkwinkel von 1080 Grad eingestellt und spielst, ich glaube bei Formula 1 ist das der Fall, du spielst mit diesem Lenkwinkel, du drehst dein Lenkrad hier um 90 Grad und hast in-game nur einen minimalen Lenkausschlag bzw. einen minimalen Lenkwinkel. Dann schreiben mich viele von euch an, hey Ron, ich komme mit meinem Formula Carry nicht um die Kurve. Es ist klar, dann stimmt der Lenkwinkel nicht, dann geh runter mit dem Lenkwinkel auf 540, 450, 360 Grad, je nach Spiel, je nach Anwendung, je nach Fahrzeugklasse und überprüfe, ob sich das Ingame schön mit deinem Lenkwinkel deckt und dann kommst du wunderbar um die Kurve. In vielen Spielen auf 1080 lassen, die Spiele verwalten dies dann automatisch, je nach Fahrzeugklasse, da hast du selten ein Problem. Nächster Menüpunkt, Left Pedal. Da kannst du drücken und dann geht es um das linke Analogpedal. Das kannst du jetzt belegen mit Bremse, mit Klatsch, also Kupplung, Handbremse, mit einer Axis A, Axis B, links, rechts blicken, wie auch immer du dies belegen möchtest, mit dem Gas oder mit der Bremse. Ich belege das jetzt beispielsweise links mal mit der Bremse und wenn du jetzt aufs rechte Pedal gehst, Right Pedal, das habe ich jetzt mit Gas belegt. Das kannst du klarerweise auch mit diesen ganzen Optionen belegen. Ich war mit dieser Einstellung jetzt auf Konsole unterwegs. Ich habe keine kompatiblen Pedale im Moment zu dieser Wheelbase im Haus. Angesteckte Fanatec-Pedale, die ihr kennt, Logitech nicht. Das heißt, auf der Konsole war ich jetzt gezwungen, hier mit den Pedals links Bremse, rechts Gas unterwegs sein zu müssen. Das ist kein optimaler Anwendungsfall. Sprich, wenn du derzeit mit diesem Wheel auf Konsole unterwegs sein möchtest oder musst oder willst, dann benötigst du derzeit diese ausschließlich damit funktionierenden Pedale von Logitech um 389 €. Im Anwendungsfall, den du sonst verwenden kannst, der Analog Pedals, wenn du keine analoge Handbremse hast, dann eignet sich natürlich auch so ein analoges Pedal hier am Lenkrad, um deine Handbremse zu dosieren. Das ist wesentlich besser, als wenn du dies auf einen Button legst, der nur On-Off kann. Mit einer analogen Handbremse direkt über so ein Pedal kannst du wunderbar dosieren, wie stark deine Handbremse anliegen bzw. greifen soll. Dann hast du den nächsten Menüpunkt, der Clutch Bite Point. Das ist dieser
Kupplungsschleifpunkt, den du belegen kannst bei diesen Starts mit dieser Launch Control. Spiel dich etwas damit, finde deinen richtigen Clutch-Bite-Point mit diesen gezogenen Analog Pedals und dann bei Loslassen beim Start heraus. Das ist ein Feature jetzt für die Enthusiasten, die beim Start auf jede Zehntelsekunde angewiesen sind. Der RPM-Mode, nächster Punkt, da kannst du jetzt, machen wir das jetzt im ersten Gang mal, die Charakteristik deiner LEDs, hier habe ich jetzt von Outside In oder von Inside Out, das ist dieses Feature, oder von, Left to Right, dann geht dies wie klassisch meistens von links nach rechts oder von Right to Left, dann von rechts nach links entsprechend, oder was gibt es noch? Custom, ihr könnt ja auch Custom belegen, direkt über die Logitech G-Hub Software und euch da ein beliebiges Profil zu den LEDs erstellen. Für mich Left to Right die gewohnt klassische Variante. RPM Brightness, die Helligkeit der RPMs, die du verstellen kannst. Du hast Device Settings, das ist der Homescreen. Jetzt Dynamik, das heißt, ich habe jetzt hier die entsprechenden Achsen angezeigt, wo ich dann Gas, Bremse und so weiter angezeigt bekomme, in dem Fall über meine analogen Pedals, weil eben so belegt. Über meine Pedale, die direkt am PC anliegen, habe ich hierzu natürlich klarerweise keine Funktion. Nächster Menüpunkt, den du hast, scrollen wir dann nochmal runter, bei Homescreen ist ein Test-Setting, ein Profile-Setting und interessant das Torque-Setting. Wenn du dies aktivierst, hast du jetzt hier den Live-Torque, das heißt das derzeit im Moment anliegende Drehmoment ausgewiesen. Das seht ihr dann in den Kurven, und eine Average Torque, das ist ein durchschnittlicher Torque, der, keine Ahnung, über den Zeitraum von 2-3 Sekunden, so scheint mir dies, gemessen und ausgegeben wird. Das heißt, wenn ihr jetzt hier nochmal ins Menü reingeht, über die Strength, das Strength maximal hochsetzt auf 11 Newtonmeter, und klarerweise müsst ihr auch in-game den Force Feedback Multiplier entsprechend hochsetzen bei dem jeweiligen Spiel auf 100% oder teilweise mehr. Achtung, dann haben wir dieses Clipping-Thema. Das ist jetzt ein anderer Punkt, den wir jetzt hier nicht besprechen. Und jetzt sehen wir beim anliegenden Torque, wenn ich jetzt hier schneller mal in eine Kurve gehe, dass das anliegende Torque-Drehmoment hier, das kann ich hier gut sehen, 10,8 Newtonmeter hier rauf geht und entsprechend kräftig ist. So viel zu diesem Display-Setting. Gehen wir jetzt hier nochmal auf die Strength. Ich lege jetzt nochmal etwas runter, um entspannter mit euch sprechen zu können. Und runter auf den Homescreen. Der nächste Menüpunkt ist die Compatibility, das heißt die Kompatibilität. Ihr könnt einstellen zwischen ProWheel, das ist der Default-Modus, dass dieses Ding als Logitech ProWheel erkannt wird. Wenn du Spiele hast, die diese Funktion jetzt nicht unterstützen, beziehungsweise dieses neue Lenkrad, kannst du hier umstellen auf G923, dann wird dieses ProWheel als G923 erkannt und sollte mit jedem Spiel dann funktionieren. War für mich beispielsweise beim Konsolentest wichtig. Assetto Corsa Competizione auf der Konsole konnte mit dem G-ProWheel im Prinzip schon etwas anfangen, nur der Drehwinkel hat absolut nicht gestimmt. Ich konnte diesen nicht entsprechend des Spiels hier konfigurieren und ich musste auf den G923 Modus umschalten, damit ich mit Assetto Corsa Competizione unterwegs sein konnte. Dann der nächste Menüpunkt für euch ist die Plattform. Plattform on Startup. Wenn ihr diesen Menüpunkt gewählt habt, dann heißt das nichts anderes als, jedes Mal, wenn du deine Wheelbase einschaltest, dann kommt eine Abfrage, auf welcher Plattform du unterwegs bist. PlayStation 5, PlayStation 4 oder PC. Und dann wählst du diese entsprechend aus und deine Wheelbase startet in diesem Modus. Du kannst auch, wenn du jetzt lediglich immer nur mit diesem Ding auf PlayStation 5 unterwegs sein möchtest, dies nicht on Startup setzen, sondern auf eben PlayStation 5 und dann wird dir dieses Ding immer im PlayStation 5 Modus booten und der erspart dir diese Anwahl der Plattform jedes Mal nach dem System bzw. Wheelbase Neustart. Das sind jetzt alle Menüpunkte hier für euch durchgegangen. Im Logitech G-Hub, in der Logitech G-Hub Software gucken wir da auch noch mal ganz kurz rein. Du siehst in der Logitech G-Hub Software, die kannst du kostenlos klarerweise runterladen hier und die klarerweise nur am PC verwalten, auf der Konsole geht dies nicht.
Du klickst in diese G-Hub-Software rein und bei dieser G-Hub-Software kannst du halt eben auch den Lenkwinkel, die Dämpfung, die Stärke, die Force-Feedback-Filter, all dies, was du eben auch am Lenkrad selbst machen kannst, verstellen. Du kannst hier auch die Beleuchtung, das heißt Light Sync, von links nach rechts, so wie ich euch dies vorher erklärt habe, konfigurieren und einstellen und eigene Profile hier erstellen. Das ist alles im Prinzip selbsterklärend. Der meiste Anwendungsfall von euch wird vermutlich auch der sein, dass ihr dies direkt dann übers Lenkrad nutzen wollt und in-game verstellen. Das ist instant, direkt und in meinen Augen der beste und angenehmste Weg. Beim Einsatz am PC kann über die G-Hub-Software verwaltet und zusätzliche 5 Profile adaptiert werden. An der Konsole entfällt die G-Hub-Möglichkeit klarerweise. Funalab hingegen bietet noch mehr Möglichkeiten, sich als Experte auszutoben. In Sachen App befindet sich Fanatec noch im Alpha-Status. Bei Logitech gibt es dieses Feature derzeit noch nicht. Über die Fanatec-App haben wir vor ein paar Monaten gesprochen. Fanatec erlaubt wie gewohnt den Eingriff übers Tuning-Menü und genauso funktioniert dies auch bei Logitech. Ich sehe an dieser Stelle keine großen Unterschiede, sondern nur etwas andere Herangehensweisen. Das Kapitel Software geht auf Augenhöhe mit 10:10 in die Kapitelwertung ein. Machen wir weiter mit Kapitel Nummer 15, das Ökosystem. Fanatec bietet hier eine ganze Palette von unterschiedlichen Lenkrädern aus eigenem Haus. Sowohl ältere als auch neuere Lenkräder sind mit DD Pro kompatibel und es ist für jede Rennklasse, für jedes Genre, für jede Preisklasse etwas dabei. Bei Logitech gibt es direkt zum Pro Wheel Release nur das beigepackte Lenkrad im GT-Stil. Handbremse, Shifter und andere Lenkradmodelle fehlen bei Logitech noch im Portfolio. Lediglich ein kompatibles Pedalset zum Preis von 389 € hat Logitech Stand Oktober 2022 im Portfolio. Logitech wird diesen Umstand ändern, aber dies wird sicher noch dauern. Der Ökosystemkönig heißt klar Fanatec. 10:2 in diesem Kapitel. Kapitel Nummer 16, die Rennstrecke. Wie immer unser Hauptkapitel und deshalb gibt's in dieser Kategorie maximal 20 Punkte für den Sieger abzustauben. Beim Rennstreckentest handelt es sich um Anwendungen, Strecken und Fahrzeuge, die ich seit langem sehr gut kenne und die es möglich machen, Vergleiche zu ziehen. Ich habe insgesamt 3 Rigs derzeit in meinem Testcenter nebeneinander aufgebaut und bin in meinen Testläufen instant von Rig zu Rig, von PC zu Konsole gesprungen. Das ist für mich die beste Möglichkeit, objektiv urteilen zu können, ohne dazwischen langwierig umbauen zu müssen. Lasst uns live am PC ein paar Runden fahren und natürlich auch über meine Konsolenerfahrungen beider Systeme sprechen. Kommen wir zum heutigen Rennstreckentest. Wir sind mit Assetto Corsa Competizione unterwegs. Gleiche Spiele, unterschiedliche Logitech Pro Wheelbase bzw. Fanatec DD Pro. Mal auf diesem Rig getestet, mal auf meinem anderen, mal auf Konsole. Alles mehrmals durchgetestet. Hier in meinem Testcenter bin ich im Kreis gesprungen, um euch zu allen Eigenschaften, zu allen Unterschieden hier eine klare Aussage geben zu können. Ihr habt dies in dem letzten Review von mir mit Fanatec DD Pro und Moser ebenso sehr ausführlich nachvollziehen können. Für mich sind diese Testvergleiche essentiell, da nur die für dich jetzt als Käufer die Entscheidung bringen können, greife ich zu diesem oder zu jenem Produkt. Für mich bringen die Einzeltests nur bedingt etwas, gerade dann, wenn ich mich entscheiden muss, weil auf was kommt es an? Auf den direkten Testvergleich, auf das Preis-Leistungs-Verhältnis, auf die Präferenzen, die du hast. Und darum für mich in meinem Kanal, wie ihr dies kennt, ungeschönt, ungefiltert und ich bemühe mich immer, dies objektiv für euch zu tun, um euch eine klare Kaufempfehlung geben zu können. Aber jetzt zurück zum Rennstreckentest. Ich habe das Logitech Pro Wheel montiert und wie ihr es meinem Kanal kennt, mit Fanatec DD Pro bereits schon mehrere hunderte Stunden Erfahrung und muss sagen, dieser Ersteindruck auf diesen ersten Metern mit Logitech G Pro war ein sehr guter. Ein sehr guter, weil ich dieses Ding angesteckt habe, dieses hier am PC Plug and Play funktioniert hat und das Force Feedback für mich in der Default, das heißt in der Auslieferungszustandseinstellung super funktioniert hat. Das war wunderbar. Für mich dann nur gleich etwas unangenehm hier bei Assetto Corsa Competizione, dieses True Force Feature, dieses für mich nervige, dieser nervige künstliche Effekt, über den wir
im Kapitel Software gesprochen haben, den ich dann sofort deaktiviert habe. Aber das ging ja mit 2 Klicks und 2-mal drehen und die Sache war wiederum erledigt. Jetzt zurück nochmal zu diesem Gesamtkonzept des ProWheels. Für mich sehr positiv der Ersteindruck, das Force-Feedback, das rumkommt. Und das ist eben dann, auch wenn du hier jetzt seitlich an der Strecke fährst, hier etwas ins Gemüse. Hier die Spurrillen zwischen Strecke und Gras, das spürst du wunderbar raus. Wenn du jetzt hier innenseitig die Curbs etwas mitnimmst, hast du ein feines Vibrieren. Genauso hier wie außenseitig ebenso ein feines Vibrieren. Der Unterschied zu Fanatec in meinen Augen ist, dass Logitech diesen Effekt etwas gedämpfter darstellt, aber nur marginal verglichen mit der DD Pro. Das ist jetzt mein Gefühl. Der andere Punkt ist dann der, du kannst diese Effekte bzw. über die Power diese Effekte nochmal deutlicher zur Geltung bringen, weil du eben mit diesem Logitech ProWheel mehr Powerreserven hast. Das ist dann eben die andere Seite. Wie sieht es mit den Fahrbahneffekten aus? Für mich auch sehr gut nachvollziehbar. Hier in schnellen Kurven beispielsweise, du spürst, wenn du jetzt hier fest anbremst und hier zu früh ins Gas gehst und zum Rutschen anfängst und hier abfliegst, auch das spürst du dann im Lenkrad, wenn quasi dieser Haftungsabriss droht oder gerade stattfindet, du zu schnell dran bist und in eine Gleitphase, in eine Rutschphase kommst. Das lässt sich die Fahrzeuge relativ gut abfangen. Auch das gelingt in meinen Augen sehr gut vom Formfaktor. 30 cm GT-Wheel, D-Shape-Abflachung unterseitig. Das ist ein klug gewählter Formfaktor von Logitech, um in diese Welt von Direct Drive einzusteigen. Auch wenn das komplette andere Portfolio noch fehlt, mit Formula-Lenkrädern diverser anderer Peripherie, ist dies in meinen Augen ein sehr gut gewähltes, klug gewähltes Bundle-Lenkrad, das ich zum Einstieg in einen neuen Direct Drive Wheelbase an den Start bringe. Das ist so ein Punkt, sehr gut gefallen. Hat mir die Geräuschkulisse, die auch dank des perfekten Quick Releases, der in meinen Augen mit dem von mir getesteten Top Quick Releases von beispielsweise Moser Racing mithalten bzw. auf Augenhöhe ist. Und genau eben dieser super gestaltete Quick Release erlaubt dir diesen Lenkradwechsel erstens einmal einwandfrei, ohne Rumfrickelei. Und noch viel wichtiger in meinen Augen ist diese Übertragung eurer Effekte und dann die entsprechende Geräuschkulisse. Auch wenn ich hier durchs Gemüse fahre, du mit härteren, raueren Effekten unterwegs bist, das seht ihr hier, ihr hört aus der Wheelbase bzw. über den Quick Release nichts raus, da klackert nichts, das ist alles ruhig, super Geräuschkulisse, absolut wohnzimmertauglich. Gleiches gilt auch für die Schaltmechanik, die jetzt sehr gedämpft, in meinen Augen angenehm zu Werke geht, sehr wohnraumtauglich. Das sind so die Punkte, die mir eben jetzt auf den ersten Metern oder in diesen Tagen mit dem Logitech ProWheel, so wie dieses Ding genannt wird, auffallen. Was gibt es für mich noch zu berichten? Von der Lenkradhaltung sehr ergonomisches Design, alles gut erreichbar. Da hat Logitech in meinen Augen nicht viel geändert zu ihren damaligen Produkten in Sachen Ergonomie. Die waren in meinen Augen diesbezüglich immer gut unterwegs. Wenn wir jetzt diesen Quervergleich zu Fanatec ziehen, zur DD Pro, dann hast du sehr große Unterschiede in Sachen Power. Das ist klar, wir sind auch hier in einem anderen Preisbereich unterwegs. Aber der Sprung von 8 Newtonmeter zu 11 Newtonmeter, der ist ein sehr großer, wenn du diesen ausnützen möchtest. Ich kenne viele Leute, auch hier bei mir im Testcenter, die sind mit 6, 7 Newtonmeter zufrieden. Da wirst du dann auch mit Fanatec DD Pro keine Limitierungen haben. Aber für Leute, die diese kräftigen Peaks über 10 Newtonmeter hinaus schätzen, so wie beispielsweise auch in meinem Fall, dann bist du mit einem 11 Newtonmeter Paket in meinen Augen in der goldenen Mitte angelangt. Das sind Drehmomentspitzen, die ich tatsächlich mit einem Wheel der Baugröße 30 cm auch im Alltag auf jeden Fall nutze. Spannender wird dies dann klarerweise, wie Logitech das Portfolio erweitert. Mit 11 Newtonmeter Drehmoment kann man sich es leisten, ein größeres Lenkrad zu montieren, 32, 33 cm. Und spannend wird es auch dann zu sehen sein, wie Logitech dies angeht in Sachen Formula Wheel. All dies werden wir sehen, das können wir Stand Oktober 2022 zum Release
dieses neuen Produktes klarerweise nicht sagen. Zurück jetzt zum direkten Testvergleich mit Fanatec. Vom Force Feedback würde ich sagen, Fanatec seit diesem neuen Firmware-Treiber-Update 4.4.7, glaube ich, ist dies im Moment, hat Fanatec nochmal einen Schub gemacht in Force Feedback Transparenz. Die haben diese Jolts jetzt rausgearbeitet, dieses Schlagen aus der Wheelbase heraus, dieses unkontrollierte, das kommt in meinen Augen nicht mehr vor, hatte ich die letzten Stunden bei Fanatec sowohl mit DD Pro als auch mit meiner Podium DD1 nicht mehr. Und das Force Feedback hat bei Fanatec, das muss ich jetzt rückmelden, nochmal wirklich einen Sprung gemacht. Ist in meinen Augen nochmal etwas differenzierter hier jetzt wie mit Logitech. Aber wie würde ich dies jetzt einsortieren? Wenn ich jetzt rein vom Force Feedback Verhalten auf der Strecke gehe, von den Effekten, die rumkommen, die rausgearbeitet werden und ich Fanatec hier mit 100% setzen würde, dann würde ich jetzt Logitech eine 90 geben von den Effekten, wie das Force Feedback rumkommt, wie neutral dies ist. Wenn du jetzt ein Typ bist, der jetzt auf dieses True Force Feature anspringt und dieses liebt, dass hier künstliche, hochfrequente Vibrationseffekte an den Lenkrad kommen, dann kann dies für dich einen Unterschied machen und du sagst, wow, mir gefällt dieses Force Feedback sogar besser. Das ist eine Geschmackssache für mich, wie bereits erwähnt. Ich bin froh, dass ich dieses True Force Feature abschalten kann. Für mich erzeugt dies so eine hochfrequent vibrierende Gänsehaut, die ich dann bekomme. Das ist so schwierig zu erklären. Kommt zu mir ins Testcenter, besucht mich und macht euch selbst ein Bild. Solange ich diese Leihgabe hier noch habe, dann können wir klarerweise auch darüber sprechen oder ihr testet dies am besten selbst direkt auf der Rennstrecke hier bei mir im Testcenter wieder. Ja, jetzt hier gerade über diese Kopfsteinpflaster rechts neben den Curbs nochmal gefahren. Auch da spüre ich wunderbar hier über den Lenkradkranz bei Logitech raus. Ich finde, die arbeiten das noch etwas transparenter raus. Vielleicht eine Spur transparenter als bei meiner Moza Racing R9 oder R16. Das haben die gut hinbekommen und eines vorweg im Netz, dieses Logitech-Bashing bzw. ach Logitech, die sind doch bekannt für Spielzeug, wie sollen die Direct Drive hinbekommen? Das muss ich an dieser Stelle jetzt klipp und klar sagen, ist einfach Blödsinn. Wenn du jetzt die Sache objektiv angehst, über den Tellerrand hinausblicken kannst und nicht nur Fanboy deiner eigen gekauften Ware oder deines Produktes bist, und ganz neutral an die Sache herangehst, dann wirst du sagen, guter Release, gut gemacht, super, einen neuen Global Player, einen neuen Mitbewerber am Direct Drive Markt willkommen zu heißen. Das heißt für Fanatec in diesem Punkt als Mitbewerber etwas Gutes in Sachen Ansporn, dran zu bleiben und etwas Schlechtes in Sachen Konsolenkompatibilität. Warum etwas Schlechtes in Sachen Konsolenkompatibilität? Logitech ist der erste Anbieter, der jetzt mit Direct Drive auch als Konsolenmitbewerber zu Fanatec aufschließt, PlayStation, Xbox-Kompatibilität anbietet. Dazu noch in einem Kräftebereich, der sich wunderbar einsortiert zwischen übertriebener, extremer Power und nötiger Power, so würde ich dies jetzt nennen. Und da füllt Logitech so quasi eine Lücke, die Fanatec zwischen DD Pro und der PlayStation lizenzierten Wheelbase, das ist eine Basis-Podium DD1 mit 20 Newtonmetern, noch nicht besetzt hat. Von daher Logitech geschickt gewählt, geschicktes Paket hier reinzusetzen und eine goldene Mitte im Moment auf dem Konsolenmarkt abzubilden. Der andere Punkt, mit dem ich über euch noch sprechen möchte, seid vorsichtig. Wenn du von Direct Drive Wheel jetzt das meiste rausholen möchtest, versteht mich an dieser Stelle nicht falsch, dann wirst du dies ausschließlich über den PC machen können. Warum? Dieser Unterschied des Force Feedbacks von Konsole zu PC, der ist in manchen Spielen spürbar, leicht spürbar und in manchen Spielen extrem spürbar. Ganz stark spüre ich im Moment den Unterschied, wenn ich jetzt von der Konsole Assetto Corsa Competizione auf den PC wechsle. Das ist wie ein anderes Spiel. Die Force-Feedback-Effekte, die du da mit Direct Drive rausarbeiten kannst, die sind ein komplett anderes Niveau, eine komplett andere Liga, die mit Assetto Corsa Competizione am PC nichts zu tun haben.
Und dieser Unterschied wird für dich deutlich merkbarer und spürbarer, wenn du jetzt von der Riemann Base eben auf Direct Drive wechselst. Eine Riemann Base, die hat diese Unterschiede zwischen Konsole und PC in meinen Augen oftmals geschluckt. Da konnte man dies rausspüren, aber nicht so deutlich. Aber jetzt mit diesen ganzen Direct Drive Produkten, die wir geliefert bekommen, eben jetzt auch mit Konsolenkompatibilität, kommt dieser Unterschied immer deutlicher zum Tragen. Und genau dies ist eben der Punkt, den müsst ihr persönlich herausfinden. Meine Meinung zu diesem Punkt Direct Drive Konsole versus PC steht. Und das soll jetzt nun gewesen sein vom Rennstreckentest zum sehr ausführlichen Rennstreckentest, bei dem ich euch diese wichtigen Punkte mitgeben wollte. Lasst uns diese ganze Sache zusammenfassen. Ich drehe diese Runde noch fertig und melde mich gleich in Kürze bei euch. Zurück aus dem Rig. Zusammengefasst ist der Quick Release bei Logitech super gelungen und das schlägt sich auch beim Rennstreckeneinsatz nieder. Die Effekte kommen direkter ans Lenkrad geliefert. Bei Fanatec ist dies über das Spiel im Quick Release manchmal besser, manchmal schlechter der Fall. Dies macht die Sache bei Fanatec etwas lebendiger, aber verliert in Sachen Konstanz am Boden. Beim Lenkrad lassen sich mit Logitech mehrere Klassen wie Rally oder Drift abbilden. Dies gelingt mit einem nicht geschlossenen Lenkradkranz des McLaren-Wheels nicht und setzt somit ein zusätzliches Wheel voraus. Logitech holt im Kapitel einen sehr deutlichen 20:12 Kapitelsieg gegen DD Pro samt McLaren-Wheel. Der große Vorsprung in Sachen Power und Quick Release geben den Ausschlag zugunsten Logitech im Rennstreckenkapitel. Kapitel Nummer 17 Preis-Leistung. Im letzten Einzelkapitel stellen wir den Kaufpreis der Gesamtperformance gegenüber und hier nehmen sich beide Anbieter nicht viel. Bei Fanatec kann der eine oder andere Hunderter eingespart werden und in Sachen Ökosystem macht Fanatec Stand 2022 niemand etwas vor. Auf der anderen Seite punktet Logitech mit satter Power und bildet mit 11 Newtonmeter Drehmoment einen Sweet Spot ab, der für 95% der Simracer wohl für immer genügen wird. Der Quick Release bringt weitere Pluspunkte für Logitech und unterm Strich gibt's beim Kapitel Preis, Leistung einen 10:10 Gleichstand. Kommen wir jetzt auf die Zielgerade. Alle Pros und Cons werden in den Einzelkapiteln gegenübergestellt und so geht's weiter mit der Abrechnung, dem Fazit, der Zielgruppe und der Kaufempfehlung. Kapitel Nummer 18, die Gesamtabrechnung. Zuerst die wichtige Info für euch. Ich habe mein Skript wie gewohnt zusammengeschrieben und Kapitel für Kapitel mit Punkten versehen. Nach der Gesamtabrechnung habe ich keine Punktekorrekturen mehr vorgenommen. Ich habe versucht, möglichst objektiv zu bewerten. Für dich wichtig ist, dass du bei der Gesamtrechnung für dich unwesentliche Punkte wegstreichst und neu zusammenzählst. Ist dir zum Beispiel das Kapitel Kompatibilität oder Power völlig unwichtig, dann kann dein persönliches Gesamtergebnis völlig anders aussehen. In meiner Gesamtabrechnung geht Fanatec als knapper Sieger vom Platz. Im Kapitel Ökosystem verliert Logitech derzeit viel zu viele Punkte. Beachtet in diesem Punkt, dass dies eine Momentaufnahme ist. Ich kenne weder Logitechs noch Fanatec's Timeline für die Entwicklung und den Release neuer Produkte. Vielleicht müssen wir in ein paar Tagen, Wochen oder Monaten neu bepunkten und zusammenzählen. Kapitel Nummer 19, das ist das Fazit und die Kaufempfehlung. Logitech betritt den Direct Drive Markt und tut dies sehr überzeugend. In den wichtigsten Kapiteln leistet sich Logitech keine Schwächen. Das fehlende Ökosystem ist im Moment die einzige große Schwachstelle bei Logitech. Ich möchte an dieser Stelle festhalten,
dass das Logitech ProWheel und ein G923, G29 oder was auch immer rein gar nichts miteinander zu tun haben, sondern lediglich denselben Namen Logitech tragen. Besucht mich in meinem Testcenter und macht euch ein Bild davon, solange ich dieses Lenkrad noch ausgeliehen habe. Fanatec bietet mit Fanatec DD Pro ein nach wie vor sehr gutes Gesamtpaket, welches in Sachen Ökosystem und Plattformsupport unerreicht ist. In einigen Punkten muss Fanatec aber mittlerweile federn lassen, da einige Mitbewerber mittlerweile nachgezogen haben und wie im letzten Vergleichstest Mosa R9 samt GS-Wheel sogar vorbeigezogen ist. Hinsichtlich der Pedale hatte ich Logitech Pro noch nicht im Test, aber als PC-Anwender bin ich dahingegen uneingeschränkt über den USB-Anschluss am Rechner kompatibel und kann die Anbieter nach Belieben mixen. Als Consolero bleibt dir Stand heute einzig und allein die Wahl, zu den Logitech Pro-Pedalen für knapp 400 € zu greifen. Testweise habe ich die Fanatec CSL-Pedale via USB an der Logitech Pro Wheelbase angesteckt, aber da passierte wie erwartet nichts und so war ich mit diesen Analog-Pedals für Gas und Bremse mit Logitech auf Konsole unterwegs. Mit dem Fanatec DD Pro Paket machst du ebenso vieles richtig und wirst damit deine Freude haben. Wie es mit Fanatecs angekündigten Quick Release 2 aussieht, das bleibt abzuwarten. Gleiches gilt für die Liefersituation, die für mich und womöglich auch für euch bei Fanatec unklar scheint. Wenn es soweit ist und sich etwas ändert, dann werde ich euch wie gewohnt am Laufenden halten. Vorm spannenden Ausblick seid nun ihr am Zug. Wie hat euch dieser sehr ausführliche Vergleich gefallen? Wie sieht eure Punktewertung aus? Habt ihr bereits mit einem der beiden Systeme oder sogar mit beiden Systemen Erfahrungen gesammelt? Zu welchem System würdest du greifen? Lass mich dies bitte in den Kommentaren bei YouTube wissen. Kapitel Nummer 20, ein spannender Ausblick. Demnächst gibt's ein Pedal-Review in meinem Kanal. Ich teste gerade High-End-Pedale von Venom. In meinem Testcenter neu angekommen und für euch zum Testen bereit ist das Simetic K2 Airrig in Weiß mit einem neuen Shifter-Mount. Auch darüber gibt es einiges zu besprechen und es folgt auch dazu ein Video. Weitere Reviews sind in Planung und ich freue mich, wenn du meinen Kanal unterstützen und mich im echten Leben hier im Teststudio besuchen kommst. Vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Liebe Grüße, euer Ron.